Jana Claudia Gómez Menéndez wurde Mitte der 1980er Jahre in Tres Ríos im Nordwesten Perus geboren und war das älteste von 3 Kindern von Clara Patricia Menéndez León und Hase Gómez. Jana war eine hingebungsvolle und fürsorgliche Hausfrau. Ihr Vater arbeitete im Strafvollzug, genauer gesagt als Gefängniswärter. Janas Kindheit verlief wie die jedes anderen Mädchens. Doch leider wurde ihre Familie eines Tages von einer Tragödie heimgesucht. Ihre Schwester starb zu Hause eines natürlichen Todes. Die genauen Umstände sind jedoch unbekannt. Jana war immer ein gehorsames und fleißiges Mädchen mit großen Ambitionen und Träumen. Sie plante, eine Berufsausbildung zu absolvieren und eine Familie zu gründen. Das einzige Mal, dass Jana eine gewisse Rebellion zeigte, zumindest etwas, das deutlich von den strengen Prinzipien abwich, die ihr Vater ihr einzuflößen versuchte, war ein kleines Schmetterlingstattoo auf ihrem Nacken. Da das Mädchen ihrer Mutter immer sehr nahe stand und sie zutiefst respektierte, verbarg sie dies nicht und erzählte ihr sofort von der Tätowierung. Clara erinnert sich, dass sie ihr damals sofort sagte, dass der Schmetterling sehr schön geworden sei. Sie jedoch warnte, dass ihr Vater unzufrieden sein würde. Daraufhin antwortete Jana, dass sie einfach einen Zopf flechten würde, um das Tattoo zu verdecken. Nach dem Abitur schrieb sich Jana für einen Studiengang in Betriebswirtschaft an der privaten Universität Antenor Origa ein. Jana war attraktiv und kontaktfreudig, hatte einen großen Freundeskreis, aber wie viele junge Frauen in ihren 20ern war sie begeistert davon, mit Menschen auf Online-Dating-Seiten zu kommunizieren. Damals gab es noch keine Dating-Apps und Jana nutzte Chats, um neue Leute kennenzulernen. Auf diese Weise lernte sie im Jahr 2006 den Amerikaner William Trickett Smith Jr. kennen. William wurde am 18. Januar 1980 in Pange, Pennsylvania, geboren und war der Sohn von William Trickett Smith Sr., dem ehemaligen Vorsitzenden des Republikanischen Komitees des Bezirks Dauphin. Sein Vater wurde im Jahr 1985 wegen Manipulation von Ausschreibungen seines Amtes enthoben und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Die Identität von Williams Mutter wurde der Öffentlichkeit vorenthalten. Trotz der hohen Position seines Vaters war Williams Familie eine Zeit lang nicht besonders wohlhabend. Tatsächlich passt das Sprichwort „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm" sehr gut zu dieser Familie. Schließlich verband William, wie sein Vater, sein Leben mit illegalen Aktivitäten, die hauptsächlich mit dem Handel mit verbotenen Substanzen zu tun hatten. Um 1999 herum wurde ihm ein Sohn von einer Frau geboren, deren Identität ebenfalls geheim gehalten wurde und zu der William keine besonders enge Beziehung hatte. Anfang der 2000er Jahre wurde William zusammen mit 2 anderen Männern verhaftet, nachdem ihr Auto von der Polizei angehalten worden war und darin eine Partie verbotener Substanzen, die für den Verkauf verpackt waren, sowie Bargeld und Schusswaffen gefunden worden waren. Damals wurde William wegen illegalen Handels mit verbotenen Substanzen zu 2 Jahren Haft verurteilt. Nach einiger Zeit wurde er vorzeitig auf Bewährung entlassen. Da er jedoch die entsprechenden Auflagen nicht erfüllte, wurde er erneut festgenommen und inhaftiert. So wurde er im Jahr 2004 wegen Flucht und Flucht vor der Verhaftung für schuldig befunden, nachdem er aus einem von der Polizei angehaltenen Auto geflohen war. William wurde zu 4 Jahren Bewährungsstrafe verurteilt, von denen er 9 Monate hinter Gittern verbrachte. Obwohl William bereits mehrfach gegen das Gesetz und die Bedingungen seiner Bewährungsstrafe verstoßen hatte, wurde er erneut vorzeitig entlassen. Danach kehrte er in das Haus seiner Familie in Panga zurück und lernte dort Jana im Internet kennen. William stellte sich als Vizepräsident eines Unternehmens in Pennsylvania vor und versprach Jana, ihr ein glückliches, sorgenfreies und wohlhabendes Leben zu ermöglichen. Tatsächlich war sie nicht die einzige Frau, mit der er Kontakt hatte, und seine pathologische Lügenhaftigkeit begann bereits zum Zeitpunkt ihrer ersten Begegnung. Nach einigen Wochen des Austauschs beschlossen Jana und William, eine Fernbeziehung zu beginnen. Nach einiger Zeit lud Jana ihren Freund zu sich nach Peru ein, damit sie sich persönlich kennenlernen und Zeit miteinander verbringen konnten. Sie bot ihm sogar an, für ein paar Tage in ihrem Haus zu wohnen. Zu Janas großem Glück willigte William ein und reiste bereits im August desselben Jahres zum ersten Mal nach Peru, um bei der Frau zu sein, die er, wie er behauptete, liebte. Und obwohl Clara den Auserwählten ihrer Tochter sofort akzeptierte, war Hase ihm gegenüber misstrauisch, möglicherweise aufgrund seiner besonderen Intuition,
die er sich während seiner langjährigen Tätigkeit im Polizeidienst angeeignet hatte. Hase sagte Jana sofort, dass er William nicht für einen geeigneten Partner für sie halte, doch als er sah, wie sehr seine Tochter verliebt war, beschloss er, ihre Entscheidung zu respektieren und keine Versuche zu unternehmen, diese Beziehung zu verhindern. Schließlich wusste Hase, wie vernünftig und klug seine Tochter sein konnte und vertraute auf ihre Entscheidungen. Alles lief zunächst gut. Und da William über Geld für Privatflüge verfügte, stellte die Entfernung für das Paar kein Problem dar. Natürlich erzählte er Jana nicht, dass das Geld, von dem er lebte, illegal erworben worden war und dass seine Ausreise aus den Vereinigten Staaten auch gegen die Bedingungen seiner vorzeitigen Entlassung verstieß. Im Februar 2007 lernte William über das Internet Monica Eslia Munoz Spired kennen, eine weitere junge Frau, die an der Universität von Lima studierte. Monica machte sofort klar, dass sie keine romantische Beziehung mit ihm eingehen wollte, da sie sehr schnell von seiner Beziehung zu Jana erfuhr. Das hinderte sie jedoch nicht daran, Freunde zu bleiben. Genau diese Version schilderte Monica später selbst. Einige Quellen deuten jedoch darauf hin, dass sie dennoch eine Affäre mit William hatte und dass sie sich häufig heimlich vor Jana trafen. Etwas weniger als ein Jahr nach ihrem Kennenlernen machte William Jana einen Heiratsantrag und sie, verliebt und glücklich, sagte ohne zu zögern Ja. Jana und William heirateten im März 2007 in Trujillo. Zu diesem Zeitpunkt war Jana 21 Jahre alt und William 26 Jahre. Jana trug ein rosafarbenes Kleid und auf den Aufnahmen von der Hochzeit ist zu sehen, wie glücklich sie war. Nur einige ihrer Verwandten waren bei der Zeremonie anwesend, niemand aus Williams Familie, nicht einmal seine Freunde. William erzählte seiner neuen Frau und ihren nahen Verwandten, der Familie Gómez Menéndez, dass er vorhabe, alles, was er in den Vereinigten Staaten besessen habe, zurückzulassen, um in Peru ein neues Leben von Grund auf zu beginnen. Das Glück der jungen Frau währte jedoch nicht lange. Als Jana und William zusammenzogen, stellte sie fest, dass ihr Mann keineswegs der war, für den er sich ausgegeben hatte. Sehr schnell wurde ihr klar, dass sie ihr Leben mit einem gewalttätigen und extrem eifersüchtigen Mann verbunden hatte, der jeden ihrer Schritte kontrollierte und ihr nicht erlaubte, mit jemand anderem als ihm zu kommunizieren. Aufgrund dieses Verhaltens musste Jana die Universität verlassen und verbrachte von diesem Moment an ihre gesamte Zeit isoliert zu Hause. Das wirkte sich zwangsläufig negativ auf ihre Stimmung und ihre Persönlichkeit insgesamt aus. Dennoch wollte sie die Ehe nicht auflösen. Im Gegenteil, sie war aufrichtig in ihren Mann verliebt und bereit, alles zu tun, um ihm zu gefallen. Irgendwann schrieb William Monica an und fragte sie, wo er ein stark wirkendes Schlafmittel und ein Boot bekommen könne, wobei er erklärte, dass er dies inoffiziell erledigen wolle, um unnötigen Papierkram zu vermeiden. Er erkundigte sich im Abstand von mehreren Wochen nach diesen Dingen und glaubte, dadurch keinen Verdacht zu erregen. Nach seiner nächsten Reise in die Vereinigten Staaten am 2. Juli 2007 rief William Jana an und sagte, er sei nach Lima zurückgekehrt und warte auf sie, damit sie nach Cusco fahren und dort ihren 4. Hochzeitstag feiern könnten. Sie erzählte ihrer Mutter sofort von ihren Plänen. Jana sagte, dass sie zunächst nach Lima fahren werde, um ihren Mann zu treffen und ihren Pass mit ihrem neuen Nachnamen abzuholen, und dass sie anschließend gemeinsam nach Cusco reisen würden, zu einer Art Flitterwochen. Am Donnerstag, dem 5. Juli 2007, checkte das Paar im Hotel Sanremo im Geschäftsviertel Lince in der Hauptstadt ein. Am Samstag, kurz nach Mittag, machten sie eine Bootsfahrt auf dem Fluss Chorrillos. Jana fühlte sich großartig und war überzeugt, dass ihr nur eine glückliche Zukunft bevorstand, die angesichts des veränderten Verhaltens ihres Mannes besser werden müsse als in den vergangenen Monaten. Doch am nächsten Tag, am Sonntag, dem 8. Juli 2007, brach diese Zuversicht in einem einzigen Augenblick zusammen. War etwas der Auslöser oder war Janas Schicksal bereits besiegelt? Noch vor dieser Reise konnten die Behörden keine eindeutige Antwort auf diese Frage geben, und der einzige Mensch, der es mit Sicherheit wusste, weigerte sich zu sprechen. Sicher ist nur, dass William an diesem Tag seine Frau gnadenlos erwürgte und sich anschließend mit Monica in Verbindung setzte, um ihr mitzuteilen, dass er bereit sei, jeden Betrag zu zahlen, der für die anonyme Anmietung eines Bootes erforderlich sei,
und ihr unmissverständlich klarzumachen, dass dies noch am selben Abend geschehen müsse. Am Ende seiner Nachricht erkundigte sich William, wie die peruanische Polizei mit Vermisstenanzeigen umgehe. Dann legte William Janas Leiche in seinen dunkelblauen Koffer und band ihn mit Seilen zu. Am selben Abend bemerkten 2 Hotelwächter, Oscar Hase Ruiz Gomez und Hans-Vladimir Acera Reis, wie der Amerikaner mit einem großen Koffer allein das Hotel verließ. Danach begab sich William zu Monikas Wohnung und packte dort den Koffer erneut, diesmal vollständig mit Klebeband umwickelt. Von dort aus fuhren beide in den Stadtteil Corrillos in Lima, wo sie bei Justo Hasse Savignon Salan, einem Fischer und Anbieter von Meeresausflügen in dieser Gegend, ein Boot mieteten. Erst als Monika und William eine gewisse Entfernung vom Ufer zurückgelegt hatten, fragte die junge Frau, was sich in diesem Koffer befinde. William antwortete, dass sich darin lediglich alte Dokumente und Papiere für einen Geschäftspartner befänden. 15 Minuten, nachdem sie vom Ufer abgelegt hatten, warf William den Koffer über Bord. Laut Monikas späterer Schilderung war sie entsetzt darüber, dass er einfach Müll ins Meer geworfen hatte. Daraufhin erklärte William, der bereits Antworten auf alle Fragen parat hatte, dass dies eine Tradition amerikanischer Unternehmer sei. Wenn sie etwas vergessen wollten, warfen sie es in die Tiefen des Meeres. Zurück an Land zwang William Monika, sich als seine Frau auszugeben, um Janas Mobilfunkvertrag zu kündigen. So würde ihre Nummer gesperrt werden und es wäre schwieriger, sie aufzuspüren, dachte sich der Mann. Nach all dem setzte William sich einfach in ein Flugzeug in die Vereinigten Staaten und flog nach Hause. Am Mittwoch, dem 11. Juli 2007, rief William aus den Vereinigten Staaten in Peru bei Janas Familie an, um zu fragen, wo sie sich befinde. Clara und José fanden diese Frage merkwürdig, da ihre Tochter zu diesem Zeitpunkt bei ihm sein sollte, und wiesen William sofort darauf hin. Der Mann bestritt jedoch, überhaupt nach Peru gekommen zu sein. Die Verwirrung von Janas Verwandten wich Angst und Panik. Dennoch versuchten sie zunächst positiv zu bleiben und hoffnungsvoll darauf zu warten, dass Jana sich bald melden würde. Die Zeit verging und die Hoffnungen der Familie schwanden vor ihren Augen. Als sie erkannten, dass sie nicht länger warten konnten, meldeten sie Jana am 26. Juli 2007 als vermisst. William kehrte am 31. Juli aus den Vereinigten Staaten nach Peru zurück und erklärte, er wolle bei der Suche helfen. In Trujillo wohnte er im Haus von Janas Familie. Die Familie klammerte sich trotz allem an die geringste Chance, sie lebend zu finden. Einmal bemerkte Clara, dass ihr Schwager Janas Tagebuch bei sich hatte. Als sie ihn darauf ansprach, antwortete er, dass er es möglicherweise versehentlich mitgenommen habe, als er aus den Vereinigten Staaten abgereist sei. Inzwischen war es August geworden, doch von Jana gab es weiterhin keine Nachricht. Am 15. August 2007 ereignete sich ein verheerendes Erdbeben mit Epizentrum im Ozean, 150 Kilometer südlich von Lima. Die Natur tobte etwa 2 Minuten lang. Doch das reichte aus, um der zentralen Küste Perus schweren Schaden zuzufügen. Große Wassermengen überschwemmten die Küstengebiete und gleichzeitig spülten die Wellen zahlreiche Dinge an Land, die der Ozean verborgen hatte. Am nächsten Tag entdeckten mehrere Fischer einen blauen Koffer, der am Strand trieb. Die Fischer lösten die Schnüre und entfernten das Klebeband, mit dem der Koffer umwickelt war, und machten eine schreckliche Entdeckung, woraufhin sie umgehend die Behörden informierten. Die am Fundort eintreffenden Polizeibeamten stellten fest, dass der Koffer absichtlich beschwert worden war und einige Zeit im Wasser gelegen hatte, jedoch durch das Erdbeben an Land gespült worden war. Sehr bald wurde in den Nachrichten ausführlich über den schrecklichen Fund berichtet, sodass dieser Fall große öffentliche Aufmerksamkeit erregte. William verließ Peru noch am selben Tag, an dem die Entdeckung des Koffers bekannt gegeben wurde. Die Identifizierung des Opfers gestaltete sich äußerst schwierig. Zu diesem Zeitpunkt hatte Jana bereits mehr als einen Monat im Wasser verbracht und ihr Körper befand sich nicht mehr in gutem Zustand. Um das Opfer zu identifizieren, verwendeten die forensischen Experten eine Technik, bei der Fotografien überlagert wurden, und rekonstruierten ihre Finger, um einen Abdruck zu nehmen, wie der Experte, der dieses Verfahren durchführte, später berichtete. Sobald Janas Verwandte von dem Koffer und seinem Inhalt erfuhren, kamen sie zur Leichenhalle, um die Leiche zu identifizieren
obwohl sie weiterhin hofften, dass es nicht Jana sei. Als Clara jedoch die blaue Schmetterlingstätowierung an ihrem Nacken sah, bestätigten sich ihre schlimmsten Befürchtungen. Schockiert und untröstlich schworen Clara und José, um jeden Preis Gerechtigkeit zu erlangen. Außerdem wusste Clara bereits, wo sie mit den Ermittlungen beginnen konnte, denn sie erkannte den Koffer sofort. Sie hatte ihn schon oft gesehen, wenn William aus den Vereinigten Staaten zu Besuch kam. Der Autopsiebericht nannte mehrere mögliche Todesursachen, die jedoch alle eines gemeinsam hatten. Jana war an anhaltendem Sauerstoffmangel gestorben. Bald wurden Details bekannt, die die Einwohner von Trujillo in Entsetzen versetzten, denn dieses Verbrechen war eines der schrecklichsten, das jemals in der Stadt geschehen war. Major Manuel León wurde zum leitenden Ermittler ernannt und beschloss, die Ermittlungen gegen den Besitzer des Koffers fortzusetzen, wie Clara ihm geschildert hatte. Von ihr erfuhr er auch, dass Jana mit ihrem Ehemann William eine Reise unternehmen wollte, während der sie im Hotel San Remo übernachten wollten. Deshalb begab sich der Ermittler dorthin, um zu versuchen, Informationen vom Personal zu erhalten. 2 Portiers erkannten Jana und William als Hotelgäste wieder und erinnerten sich auch daran, dass William das Hotel allein mit genau dem Koffer verlassen hatte, in dem später die Überreste gefunden wurden. Anschließend gelang es den Ermittlern, anhand einer Rekonstruktion der Ereignisse und der entsprechenden Chronologie Monika aufzuspüren. Major Manuel ermittelte ihren Aufenthaltsort und konnte sogar mit ihr sprechen. Es stellte sich heraus, dass Monika zu diesem Zeitpunkt in Italien war, wohin sie für ihr Studium gezogen war. Auf Wunsch ihrer Eltern und auf Verlangen der Behörden kehrte die junge Frau bald nach Peru zurück. Monika erklärte sich bereit, die Ermittlungen in jeder Hinsicht zu unterstützen und identifizierte den Koffer. Nachdem sie alles erzählt hatte, was sie wusste, verhängten die Behörden dennoch ein Ausreiseverbot für die Dauer der Ermittlungen gegen sie. In der Zwischenzeit wurde William am 24. August 2007 in den Vereinigten Staaten verhaftet und in das Gefängnis von Dauphin County in Pennsylvania gebracht, weil er 11 Mal nach Peru gereist war, ohne dies seinem Bewährungshelfer mitzuteilen. Gleichzeitig wurde ein Durchsuchungsbefehl für sein Haus erwirkt, bei dessen Vollstreckung verschiedene Gegenstände von Jana gefunden wurden, darunter zerschnittene und zerrissene Kleidung, Turnschuhe mit Sand und ihr Personalausweis. Am 20. September desselben Jahres verurteilte Richter Joseph Klein-Felter William erneut zu einer Freiheitsstrafe von 2 bis 6 Jahren wegen Verstoßes gegen die Bewährungsauflagen. Infolgedessen wurde William in eine Justizvollzugsanstalt des Bundesstaates Pennsylvania in Cole Township verlegt. Im Rahmen der Zusammenarbeit bei der Aufklärung von Straftaten in Peru transportierten die US-Behörden Janas Habseligkeiten zur Polizeistation in Lima, damit die Eltern der jungen Frau sie identifizieren konnten, was sie auch taten. Danach erhob Staatsanwalt Rafael Aguera Pinter-Anklage gegen William wegen Mordes an seiner Frau. Der Staatsanwalt fügte hinzu, dass 2 Komplizen ebenfalls des Verbrechens verdächtigt würden, Monika und der Fischer Justo Hase, der ihnen sein Boot vermietet hatte. Williams Anwalt Don Bailey bezeichnete diese Behauptungen als absurd, doch die örtliche Polizei hielt die vorliegenden Beweise für ausreichend, um ein Auslieferungsverfahren aus den Vereinigten Staaten einzuleiten. Gleichzeitig versprach Major Manuel, dass die Ermittlungen sorgfältig durchgeführt würden, um sicherzustellen, dass der Verdächtige in Peru vor Gericht gestellt werde. Die Strafanzeige wurde am 18. Juni 2008 vom Provinzstaatsanwalt der 10. Strafkammer von Lima, Elmer Rios Luque, offiziell eingereicht. Insbesondere wurde William wegen Verbrechen gegen die Person und die Gesundheit seiner Frau gemäß dem Artikel über Femizid angeklagt. Im folgenden Monat ordnete Richterin Blanca Epifania Masuela Barques die Einleitung einer Untersuchung gegen William an und erließ einen Haftbefehl, damit er vor Gericht gestellt werden konnte. Am 22. September 2008 entschied der oberste Gerichtshof Perus, dass der Auslieferungsantrag korrekt formuliert war und ordnete an, den Fall an den Justizminister weiterzuleiten. Nach einem weiteren Monat stellte Richter Victor Vicente Santander Salvador vom 22. Strafgericht von Lima einen Antrag auf vorläufige Festnahme, der gemäß dem Auslieferungsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Republik Peru vollstreckt werden sollte. Am 10. November 2008 unterzeichnete der damalige peruanische Präsident Alan Garcia per Dekret die für die Überstellung von William nach Peru erforderlichen Dokumente
und ordnete an, diese über diplomatische Kanäle an die Regierung der Vereinigten Staaten zu übermitteln. Diese Geste brachte der Mutter des Opfers, die nun nur noch Gerechtigkeit wollte, etwas Trost. Die Trauer der Frau war so groß, dass sie Janas Sachen nicht einmal anfassen konnte und das Zimmer der Verstorbenen noch lange Zeit unberührt blieb. Es schien, als würde nun endlich Gerechtigkeit walten, denn kurz darauf erhielt die Staatsanwaltschaft des Bundesbezirks Zentral-Pennsylvania einen Auslieferungsantrag und am 14. Juli 2009 entschied der US-Richter Andrew Scheer, dass genügend Beweise für ein Gerichtsverfahren vorlagen, um William in Peru in Untersuchungshaft zu nehmen. 2 Monate später jedoch vertagte der US-Bezirksrichter James Mononell die Verhandlung, nachdem der Pflichtverteidiger James Wade einen Eilantrag auf Berufung gestellt hatte. Dies verzögerte das Gerichtsverfahren gegen Jana Claudia Gomez Menendez, da Williams Verteidigung darauf bestand, dass die vorgelegten Beweise für seine Auslieferung nach Peru nicht ausreichten. Glücklicherweise prüfte schließlich ein anderer Richter alle vorgelegten Beweise und wies die Berufung zurück. Sobald alle Hindernisse aus dem Weg geräumt waren, wurde William aus den Vereinigten Staaten nach Peru ausgeliefert. Dies geschah am 12. August 2010, als der Mann über den internationalen Flughafen Hartsfield-Jackson in Atlanta, Georgia, aus seinem Land gebracht und zum internationalen Flughafen Jorge Chávez in der Nähe von Lima geflogen wurde. An Bord des Fluges 151 der Delta Airlines wurde der Angeklagte von Interpol-Beamten begleitet, trug eine kugelsichere Weste und wurde unmittelbar nach dem Aussteigen aus dem Flugzeug zur Polizeistation des Flughafens gebracht. William wirkte erschöpft, als die diensthabende Staatsanwältin Wilfreda Rivera seine persönlichen Daten überprüfte. Nach einer medizinischen Untersuchung und einem Besuch eines Vertreters der US-Botschaft wurde William unter verstärkter Bewachung zur Mordkommission gebracht. Nachdem alle polizeilichen Formalitäten erledigt waren, wurde William in den folgenden Stunden dem Gericht des 22. Bezirks von Lima überstellt, das sich mit dem Fall von Jana Claudia Gomez Menendez befassen sollte. In Erwartung des Gerichtsverfahrens wurde der Angeklagte in einem von den übrigen Häftlingen getrennten Trakt des Miguel Castro-Gefängnisses in San Juan de Lurigancho, Lima, inhaftiert. Kurz darauf, am 23. August 2010, leitete die Innenbehörde Verwaltungs- und Disziplinarverfahren gegen das Gefängnispersonal ein. Der Grund dafür war, dass der peruanische Fernsehsender America Television ein Bild von William in Begleitung von 3 anderen Häftlingen veröffentlicht hatte. Das betreffende Bild war mit professioneller Ausrüstung in der Haftanstalt aufgenommen worden. Das Foto wurde nicht nur in den Medien verbreitet, sondern auch von einem der Häftlinge seiner Mutter gewidmet, um ihr zu zeigen, dass er in der Strafvollzugsanstalt nicht so schlecht behandelt werde, wie es in den Nachrichten dargestellt wurde. Neben William befanden sich noch 2 weitere ausgelieferte Häftlinge mit ihm in Haft. Es handelte sich um den Kolumbianer Uber Trujillo Ospina, der wegen eines Verbrechens gegen die peruanische Unternehmerin Miriam Firer angeklagt war, sowie um den Niederländer Joran van der Sluis, der wegen Diebstahls und Mordes an Stefanie Tatiana Flores Ramirez angeklagt war. Das Gerichtsverfahren wurde fortgesetzt. Die Anklage plante, für William eine Freiheitsstrafe von 35 Jahren zu beantragen, doch er war nicht der einzige Angeklagte in diesem Fall. Justo und Monica erhielten ebenfalls offizielle Anklagen, die von Staatsanwalt Raphael formuliert wurden. Justo wurde wegen mutmaßlicher Verschleierung von Tatsachen angeklagt, Monica wegen mutmaßlicher Beihilfe zum Mord an Jana Claudia Gomez Menendez. So beantragte der Staatsanwalt für den Bootsbesitzer eine Freiheitsstrafe von bis zu 8 Jahren und für die mutmaßliche Komplizin eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren. Nach einer langen Untersuchung und einem Gerichtsverfahren bekannte sich William Trickett Smith Jr. am 19. Mai 2011 schuldig, seine Frau Jana Claudia Gomez Menendez ermordet zu haben. Nach peruanischem Recht hätte das Geständnis des Angeklagten zu einem raschen Abschluss des Verfahrens führen müssen, das in einer endgültigen Verurteilung endete. Somit musste die Staatsanwaltschaft Williams Schuld vor Gericht nicht mehr beweisen. 4 Tage später wurde William zu 31 Jahren Haft verurteilt. Außerdem verurteilte die erste Strafkammer für Strafgefangene den Täter zur Zahlung von 15.570 € als Entschädigung im Rahmen einer Zivilklage zugunsten der geschädigten Partei. César Pérez Iscar, der Anwalt der Familie von Jana Claudia Gomez Menendez, erklärte:
William habe seine Schuld gestanden, damit die Details seiner Vergangenheit nicht vor Gericht bekannt würden, da ihm in den Vereinigten Staaten 23 Strafanzeigen vorlagen, von denen einige bewiesen waren und ihn mit dem Handel mit illegalen Substanzen in Verbindung brachten. Der Anwalt erklärte, dass William seine Tat nicht gestanden habe, um mit der Justiz zu kooperieren, sondern um einer Untersuchung seiner anderen Verbrechen zu entgehen. César sagte zudem, dass er bedauere, dass die Gerichtsverhandlung nicht stattgefunden habe, da William so das Motiv für seine Tat verbergen konnte, das für Janas Eltern und Angehörige unmöglich zu verstehen gewesen sei. In diesem Sinne erklärte der Anwalt, dass sie die Ermittlungen fortsetzen würden, um herauszufinden, was an diesem schicksalhaften Tag wirklich passiert war. Im Oktober desselben Jahres wurden Justo und Monika von einem peruanischen Gericht für unschuldig befunden. Diese Entscheidung enttäuschte Janas Mutter Clara, die erklärte, sie fühle sich von den Behörden betrogen. An diesem Tag versprach sie, weiter für die Aufklärung dieses Verbrechens zu kämpfen, doch seitdem konnten keine neuen Informationen gefunden werden. Einige Tage vor dem 15. Jahrestag des Verbrechens erschien William erneut in den Schlagzeilen der lokalen Medien und schockierte Janas Familie mit der Erklärung, dass er für seine Freiheit kämpfen werde. Um einen Freispruch zu erreichen, wandte sich William an den bekannten Anwalt Umberto Ambanto, der auch andere skandalöse Fälle bearbeitet hatte. William rief die Medien an und legte eine neue Version der Ereignisse am Tag von Janas Tod dar. Außerdem behauptete der Täter, dass er von seinem ersten Anwalt nicht angemessen verteidigt worden sei, da er dessen Ratschläge aufgrund seiner schlechten Spanischkenntnisse nicht verstanden habe. William erzählte eine wirre und unlogische Geschichte, der jedoch niemand Glauben schenkte. Anschließend versuchte sein Anwalt Umberto Ambanto zu erklären, warum er diesen Fall übernommen habe. In einem neuen Interview mit den Medien sagte er, dass William keine angemessene Verteidigung erhalten habe und dass sein Urteil möglicherweise falsch gewesen sei. Die neue Klage riss die Wunde von Clara erneut auf, deren Verlust bis heute anhält. Dennoch wurde Williams Berufung abgelehnt und Janas Eltern konnten aufatmen. William Smith wird bis zum 7. Juni 2041 im Miguel Castro Gefängnis inhaftiert bleiben. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.